Kennst du das? Du kannst kaum ein paar Minuten stehen oder ein Stück gehen und plötzlich schießt ein Brennen, Kribbel oder Taubheitsgefühl vom Gesäß bis ins Bein. Aber sobald du dich hinsetzt oder dich ein bisschen nach vorne beugst, ist es alles wieder gut? Dann solltest du unbedingt dranbleiben, denn das könnte ein Hinweis auf eine Spinalkanalstenose sein. Jetzt mach mit mir kurz einen Test. Stell dich hin, beide Hände am Rücken und dann beugst du dich nach hinten. Das Becken schiebst du nach vorne und du beugst dich nach hinten. Wenn du jetzt 30 Sekunden in dieser Position bleibst und merkst, dass genau dabei deine Beschwerden zunehmen, dann ist diesen Test positiv. Und es ist ein typisches Zeichen für eine lumbale Spinalkanalstenose. Eine der Funktionen der Wirbelsäule ist, den Rückenmark und die Nerven zu schützen und gleichzeitig ermöglicht sie auch Bewegung. Die Spinalkanalstenose ist im Grunde eine Verengung des Wirbelkanals. In diesem Kanal verlaufen die Nerven, die deine Beine versorgen. Wenn der Kanal im Laufe der Jahre enger wird, durch zum Beispiel Arthrose an der Wirbelgelenke, Bandscheibenveränderungen oder verdickte Bänder, entsteht Druck auf die Nerven. Das passiert meist bei älteren Erwachsenen, aber nicht nur und führt zu dem, was wir neurogene Klaudikatio nennen. Schmerzen und Kribbel oder Schwäche im Gesäß, in den Oberschenkel oder in der Wade. Typisch ist, wenn du stehst oder gehst, verschlimmern sich die Beschwerden. Setzt du dich hin oder beugst du dich nach vorne, entlastest du die Nerven und dadurch werden die Beschwerden weniger. Manche Menschen haben Rückenschmerzen, andere aber nicht. Aber fast alle merken, dass sie sich nicht weit gehen können, ohne dass sie Beschwerden bekommen. Genau weil beim Stehen oder Gehen deine Lendenwirbelsäule leicht gestreckt wird. Diese Position verengt der Wirbelkanal, den Spinalkanal, noch mehr. Die Nerven bekommen dann weniger Platz und weniger Durchblutung. Dadurch entsteht das Kribbeln, die Schwäche oder der Schmerz. Wenn du dich nach vorne beugst oder einfach wieder hinsetzt, öffnet sich diesen Kanal wieder. Der Druck nimmt ab und die Symptome werden dann wieder weniger. Genau hier spielen die Übungen eine wichtige Rolle. Das Ziel ist es, mit gezielten Bewegungen und Haltungen deinen Spinalkanal zu entlasten, also mehr Raum für die Nerven zu schaffen. Das erreichen wir durch Übungen in Flexion, also in die Beugung, kombiniert mit einer sanften Mobilisation und Aktivierung der Rumpfmuskulatur. Und jetzt zeige ich dir konkrete Übungen, mit denen du den Spinalkanal entlastest und wieder mehr Bewegungsfreiheit gewinnen kannst. Was wir bei einer Spinalkanalstenose wollen, ist mehr Beugung in der Wirbelsäule zu bekommen. Und genau das erreichst du mit dieser ganz einfachen Übung. Wichtig ist, dass du es auf dem Boden machst, bzw. auf einer Fläche, die etwas Widerstand gibt, aber nicht komplett auf dem Boden oder auf einem sehr dünnen Teppich, weil der Druck auf den Wirbelkörper, auf den Knochen von dem Rücken, diesen Druck, wenn du es auf dem bloßen Boden machst, der kann zu schmerzhaft sein. Nutze also eine kleine Matte, um dir etwas Entlastung zu geben. Und dann setzt du dich hin, bringst die Beine ganz nah zum Brust, umarmst deine Beine und jetzt versuchst du ganz rund zu werden und du legst dich hin. Und von dieser Position versuchst du jetzt so eine kleine Wippebewegung zu machen. Du kommst nach oben mit dem Rumpf und dann ziehst du die Beine zu dir ran. Nach oben und wieder rein. Ziel ist wirklich fast, dass du so ein kleines Wippen hast und deine Wirbelsäule ganz rund ist. Wenn es dir zu schwer fällt, kannst du es auch einfach zu Beginn nur die Beine immer ranziehen. Wichtig ist, dass das Gesäß, den unteren Teil von dem Rücken, der soll sich wirklich vom Boden heben. Bring die Knie so nah wie möglich vom Rumpf und wenn du das schaffst, bring auch nochmal den Rumpf hoch. Und hier so eine leichten Wippenbewegung zu machen. Versuche so rund wie möglich mit der unteren Wirbelsäule zu bleiben.
Und diese Übung machst du dann nach Zeit. Gib dir Zeit, um die Bewegung durchzuführen, also nicht schnell hintereinander, sondern kontinuierlich 1 Minute lang. Immer wieder ziehen, wippen, loslassen, ziehen, wippen, loslassen. Und das Ganze 1 Minute lang und im besten Fall wiederholst du das Ganze 3-mal. Und als nächstes machst du das Gleiche einseitig, vor allem wenn du auch einseitige Beschwerden hast. Bring das Bein so weit wie du kannst zu dir ran. Ziel ist, dass du das Becken fast auch ein bisschen kippst und aus der Position mit dem Bein zu dir rangezogen am Rumpf, so nah wie möglich, hebst du ein bisschen das Becken vom Boden und dann wieder loslassen. Hebst du das Becken vom Boden, Ziel ist, dass du hier ein bisschen das Gesäßmuskel spürst, aber das Knie soll so nah wie möglich vom Rumpf sein und dann wieder lösen. Das untere Becken oder der untere Lendenwirbelsäule, die soll nicht in Hohlkreuz gehen, sondern genau das Gegenteil. Die soll zu dir rankommen, um mehr Platz zu schaffen für die Nerven. Wiederholen die Bewegung auf eine Seite, 10 zu 12 Mal und dann das Knie loslassen, Bein kommt auf den Boden, das andere Bein so nah wie möglich von dir vom Rumpf, Ferse gut gegen den Boden drücken und ebenfalls hier ranziehen und wieder runter. Nur ein kleines bisschen von dem Boden hochheben, das Knie zur Brust dran und dann wieder runter. 10 bis 12 Wiederholungen jeder Seite und im besten Fall führst du das Ganze für 2 Serien durch. Die nächste Übung ist jetzt deutlich anspruchsvoller. Die trainiert deinen Bauch, Rumpf, aber auch deinen Gesäßmuskel und sorgt für Stabilität, aber auch für Kraftzuwachs. Dafür solltest du dich auf den Boden hinlegen und du gehst in einen Unterarmstütz. Deine beiden Hände sind auf dem Boden, dein Ellenbogen direkt unterhalb von der Schulter und deine Knie sind leicht gebeugt. Und aus der Position gehst du jetzt mit dem Becken runter, aber deine Knie und deine Beine, die bleiben gebeugt. Versuche in einer Linie zu bleiben von der Schulter, vom Becken und auch von den Knien. Wenn du jetzt das Becken zu doll senkst, wirst du spüren, dass der Druck in den Rücken zunimmt und deine Beschwerden werden mehr. Also heb das Gesäß etwas hoch vom Boden, Hände bleiben auf dem Boden und aus der Position versuch mal ein Knie hochzuheben, loslassen und dann das andere Knie hochheben und loslassen. Ein Knie hochheben, lösen und dann das andere Knie hochheben. Ziel dieser Übung ist, das Becken stabil zu halten, ohne dass du in Hohlkreuz runterfällst, weil wenn du runterfällst, werden die Beschwerden stärker, vor allem über die Dauer. Also Becken hoch, Bauch angezogen, stabile Mitte, ein Knie hoch, senken und dann die andere Seite hoch und senken. Du kannst das Ganze auch mit gestreckten Knien machen, dann ist es etwas leichter. Zehn Wiederholungen, so dass du jedes Bein 5-mal hochhebst und im besten Fall 2 Serien davon. Wenn du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit weniger Aufwand und mit sehr einfachen Übungen deine Schmerzen lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Wenn die Nerven bei Schmerzen betroffen sind, dann ist es auch wichtig, dass man die Nerven auch wieder trainiert, indem man die Gleitfähigkeit von den Nerven wieder verbessert. Und genau dafür ist diese Übung. Es sorgt dafür, dass die Nerven sich wieder frei in den Kanal oder freier in den Kanal sich bewegen können. Dafür solltest du dich auf den Stuhl hinsetzen. Die Oberschenkel sollen gut auf der Sitzfläche platziert werden und als erstes nimmst du deine Hände hinten am Rücken. Das sorgt nur dafür, dass deine Brustwirbelsäule etwas aufrechter wird. Und jetzt versuchen wir eine Spannung auf dem gesamten Nervensystem zu erzeugen, indem du zuerst das Kinn zur Brust bewegst und dann mit der Wirbelsäule einen Buckel machst, damit der unteren Anteil von dem Lendenbereich etwas runder wird. Bleibe in der Position
Ziehe von der betroffenen Seite die Zehe zu dir ran und streck dann das Knie mit dem Zehen zu dir rangezogen. In dem Moment, wo du das Knie streckst, solltest du spüren, dass ein leichtes Taubheitsgefühl oder ein Ziehen im Nervenverlauf entsteht. Wenn du den Bereich erreicht hast, bleib kurz in der Position, mach eine Fußspitzbewegung und komm wieder in der aufrechten Haltung. Genau das wollen wir trainieren, dass die Nerven in die volle Streckung reingehen, indem wir das Wirbelsystem von oben nach unten rund und in Spannung bringen und dann das Knie strecken, Zehe zu dir ran. Wenn du eine Nervenbeteiligung hast, wird diese Überdehnung deine Beschwerden auslösen. Bleib kurz in der Position, um dann Fußspitze zu machen, Knie zu beugen und eine aufrechte Haltung und Hohlkreuzbewegung. Und das Ganze nochmal. Kinn zu Brust, Wirbelsäule rund werden, ein Buckel im unteren Rücken, Zehe zu dir ran, Knie gestreckt, bis das Kribbel ausgelöst wird. Kurz in der Position bleiben, Fußspitzebewegung, Knie beugen, Spannung lässt nach und du gehst mit dem Oberkörper wieder aufrecht. 10 bis 15 Wiederholungen solltest du durchführen und wenn du Taubheitsgefühle hast oder Ausstrahlen in den Beinen, dann solltest du es vor allem in diese Seite machen, da wo du die Schmerzen ausstrahlst. Und unsere letzte Übung sollte nun die gesamten Lendenwirbelsäule auch öffnen, den Kanal wieder Platz zu schaffen. Dafür solltest du dich mit dem Rücken an einer Wand hinstellen. Wichtig ist, dass deine Füße nicht rutschen. Ungefähr 20 bis 30 cm von einer Wand entfernt. Und dann lässt du dein Gesäß nach hinten an die Wand ran. Als erstes spann deine Bauchmuskulatur so an, dass du deine Lendenwirbelsäule komplett gegen die Wand hast. Gesäß bleibt angespannt, deine Knie bleiben durchgestreckt oder gestreckt. Und dann bewegst du den Rumpf nach vorne. Wichtig ist, dass du deine Lende die ganze Zeit auch an die Wand hast. Geh so weit wie du kannst, versuche ganz rund zu werden. Deine Blickrichtung ist jetzt zu Oberschenkel. So weit wie du kannst nach unten mit durchgestreckten Knien. Gesäß bleibt an der Wand. Und dann wieder von unten nach oben, Gesäß anspannen, dass die Lendenwirbelsäule jetzt gegen die Wand die ganze Zeit im Kontakt bleibt und dann die Schulterblätter wieder ran. Auch wenn du hier oben bist, solltest du die Kontaktfläche von dem Rücken mit der Wand nicht verlieren. Und das Ganze 10 bis 12 Wiederholungen. Rund werden, Kinn zu Brust, Brustwirbelsäule rund, deine Lende ist jetzt komplett an der Wand dran. Du gleitest mit deinen Händen den Unterschenkel nach unten, bleibst mit der Blickrichtung auf deine Oberschenkel, Knie sind durchgestreckt, so weit wie du kannst nach unten und dann von oben nach unten wieder hoch. Gesäß ist an der Wand, den unteren Rücken ist rund, Gesäß anspannen, die Lendenwirbelsäule ist jetzt gegen die Wand, du bleibst mit der Kontaktfläche nicht verlieren, Oberkörper aufrecht und das Ganze nochmal von vorne. Kinn zur Brust, Brustwirbelsäule rund werden, dein Rücken, die Lendenpartie ist gegen die Wand. Du gleitest mit deinen Händen, versuchst ganz rund, Wirbel zu Wirbel, nach unten zu kommen. Blickrichtung bleibende Oberschenkel, deine Knie sind durchgestreckt. Du gehst so weit wie du kannst nach unten. Um dann von unten nach oben, Lende bleibt jetzt an der Wand, nicht den Kontakt verlieren, Gesäß anspannen, bis du dann wieder in einer aufrechten Haltung bist, ohne den Kontakt von deinem Rücken an der Wand zu verlieren. Ebenfalls von dieser Übung solltest du dann 10 bis 12 Wiederholungen durchführen und das Ganze im besten Fall 2 bis 3 Serien. Wenn du diese Übungen regelmäßig machst, schaffst du mehr Platz. Das entlastet deine Nerven und kann auch deine Beschwerden lindern. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!